Jo Leute, heute ganz entspanntes Video. Ich habe mir einen schönen Kaffee gemacht. Wir machen heute eine Fragerunde. Das Format wird es immer mal wieder auf diesem Kanal geben. Das heißt, ich werde all eure Fragen beantworten, die ihr mir über Instagram, über YouTube oder sonst wo schickt. Und weil es sehr viele Fragen schon wieder sind, vielen Dank übrigens dafür, fangen wir auch direkt an und ich werde gar nicht viel weiter schnacken. Los geht's mit dem DH Kilian 13. Der schreibt, wann geht es los mit dem Ausbau des Busses? Der Van-Ausbau ist schon im vollen Gange. Ich war heute schon unterwegs, habe Sachen gemessen, habe Schrauben gekauft, habe Holz gekauft. Also ist schnell zu beantworten, ist schon voll am Start und Videos gibt es natürlich auch bald dazu. Flowriders fragt, hast du noch ein anderes Fahrrad außer das Canyon? Aktuell nicht, beziehungsweise doch, mein altes Specialized Stump Jumper ist das, glaube ich. Und es wird bald noch ein Dirtbike dazu kommen, wahrscheinlich in Canyon Stitched oder ein Rose The Bruce. Einfach, weil ich ein bisschen trainieren möchte, auch mal mit einem anderen Fahrrad. Ich war neulich bei einem Kumpel und habe mich da auf zwei verschiedene andere Fahrräder gesetzt und habe mich komplett lang gemacht. Einfach, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, auf einem anderen Fahrrad zu fahren, außer dem Torque. Und das muss geändert werden, Leute. Und deswegen wird es bald noch ein kleines Dirtbike geben, auch ein bisschen um Tricks zu lernen, Fahrradkontrolle, sowas alles. Mein MTB fragt, warum hast du so viel Zeit? Ich glaube, ich habe gar nicht so viel mehr Zeit als andere. Ich habe aber das Glück, dass ich die ein bisschen anders organisieren kann. Das heißt, ich kann sagen, ich gehe mal vormittags, auch unter der Woche mal Fahrrad fahren und dafür arbeite ich zum Beispiel länger abends oder so und arbeite dann mal bis in die Nacht rein. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis, dass ich mir meine Zeit ein bisschen besser einteilen kann und dass ich vor allem sehr wenig Schlaf brauche. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Felix DH04 schreibt, verdienst du schon Geld mit YouTube und wenn ja, wie viel? Ich verdiene keinen Cent mit YouTube, leider, aber es ist so. Bei meinen Abozahlen ist das einfach noch nicht drin. Wenn es irgendwann mal so wäre, wäre das natürlich mega geil, weil es mir ein bisschen mehr Freiheiten schaffen würde, was die Produktion angeht. Aber ja, aktuell ist es auf jeden Fall nicht so. Nächste Frage kommt von Freeride mit Johannes. Welche Parts könntest du gegebenenfalls an deinem Torque downgraden und welche nicht? Ich habe meinen Torque CF 9.0 ja eigentlich bisher nur abgegradet. Also eigentlich kann ich gar nichts downgraden. Will ich eigentlich auch gar nicht. Ich habe mir das ja alles abgegradet. Nee, das bleibt alles schön da, wo es ist. Oscar MTB schreibt, was war dein erstes Mountainbike? Mein erstes Mountainbike habe ich geschenkt bekommen und es war ein Specialized Rockhopper oder Stump Jumper von 2003 oder so. Auf jeden Fall ein lustiges Bike. Ich habe es auch immer noch. Vielleicht werde ich das auch mal wieder fahren. Habe ich irgendwie gerade Bock zu. Alex Rockclimb schreibt, wieso dieses Projekt genau jetzt entstanden ist. Was waren die Beweggründe? Das lässt sich eigentlich relativ schnell beantworten. Ich hatte einfach wahnsinnig Bock drauf. Also ich hatte schon länger Lust, mal wieder was Freies, Kreatives zu machen. Und aufs Mountainbiken habe ich auch extrem Bock. Und irgendwie hat sich dann im Herbst ergeben, dass ich mir dann ein neues Mountainbike gekauft habe, dass ich wieder mehr in den Sport eingestiegen bin. Ich finde es mega krass, wie schnell das Projekt wächst. Freut mich mega. Aber im Prinzip ist die Antwort auf deine Frage einfach, weil ich Bock drauf hatte. Bikepark Ruhrpott schreibt, wie bist du zum Mountainbiken gekommen? Ich komme aus Freiburg, ich fahre schon lange Fahrrad, ich bin lange Zeit Rennrad gefahren. Aber in Freiburg gibt es ja nochmal Berge und Trails und sowas alles und Wald. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein bisschen Mountainbike zu fahren. Allerdings nicht so, wie ich das jetzt mache. Ich bin einfach mit einem Fahrrad, mit einem Mountainbike einfach so ein bisschen durch die Berge gejuckelt, war im Wald unterwegs und so weiter. Aber eigentlich ist es etwas, das schon sehr früh gekommen ist und was ich dann mit einigen Pausen eigentlich immer so fortgesetzt habe. Nächste Frage kommt von MTB Spezi. Moin, was ist dein Traumreiseziel mit dem Bike? Kanada, Whistler. Rasmus Enduro schreibt, was macht dir am Mountainbiken am meisten Spaß und inspiriert dich, es jeden Tag zu machen? Ja, ganz jeden Tag kann ich es leider nicht machen, aus besagten Zeitgründen. Aber warum ich gerne Mountainbike ist, ich bin einfach wahnsinnig gerne draußen. Also ich liebe die Natur. Wenn ihr meine Videos guckt, dann wisst ihr das eh. Ich finde es cool, Leute zu treffen, Leute kennenzulernen und mit denen gemeinsam einen Sport auszuüben. Und als dritte Sache vielleicht, dass ich das echt cool finde, dass man beim Mountainbiken sich immer wieder selber überwinden muss und dieses Gefühl, wenn man das getan hat und etwas geschafft hat, also weiß ich, einen langen Sprung oder irgendwas, wovor man echt die Buchse voll hatte, wo man wirklich Angst vor hatte, dieses Gefühl, das ist einfach nur geil und einfach überhaupt das Fahren einfach, also einfach dieses Gefühl, wenn man sich in die Kurve legt, der Sound beim Fahren und das alles zusammen, du bist draußen, du bist unterwegs, du bist aktiv, du bist sportlich, ich glaube, das alles. Ja, ich glaube, das alles. Len Fee fragt, wann bist du mal wieder in den Bergen? Allerspätestens im Sommer, wenn ich meinen Roadtrip mache und dann wahrscheinlich Richtung Österreich fahre. Und dann werde ich in die Berge fahren und ich freue mich schon mega drauf. M2MS schreibt, woher kommst du genau?
wo ich genau herkomme, haben einige gefragt. Das werde ich euch aber nicht verraten. Habt ihr bestimmt Verständnis für. Aber ich komme aus dem Münsterland. So. S. Rettenberger hat 2 Fragen. Und zwar, hast du beruflich was mit Medien und Film zu tun? Und hast du dir das Equipment extra für den YouTube-Kanal gekauft? Ich habe tatsächlich was mit Film und Medien zu tun. Ich habe eine kleine Medienproduktionsfirma. Wir machen Imagefilme und wir machen Recap-Movies und wir machen Live-Produktionen und sowas. Und deswegen ist auch entsprechend Equipment da und ich musste mir für meinen YouTube-Kanal tatsächlich nichts kaufen, was natürlich sehr geil ist. MTB Mats 13 schreibt, hast du Haustiere? Ja, wir haben einen Hund. Wie lange fährst du schon Mountainbike? Also wie gesagt, ich fahre schon länger Mountainbike, aber so in diesem Gravity-Bereich, so wie ich es jetzt gerade mache, fahre ich tatsächlich erst seit Oktober letzten Jahres, also seit Oktober 2019 Mountainbike. Stanjaufen Biel 13, was ist denn das für ein Name? Schreibt, Einsteiger mit neuem Bike, was brauche ich an Ausrüstung? Du brauchst einen guten Helm, du brauchst auf jeden Fall Knieschoner, weil man eigentlich immer auf die Knie fällt. Helm, Knieschoner und Handschuhe würde ich schon auch sagen. Geschneider fragt, E-Bike nur für Faule? Geile Frage. Und ich muss gestehen, ich habe tatsächlich lange Zeit genau so gedacht. Ich dachte mir, E-Bike, das ist was echt für Leute, die keinen Bock auf Sport haben. Die kaufen sich halt ein E-Bike, dann müssen sie nichts mehr tun. Ich war jetzt neulich im Teutoburger Wald unterwegs und da gibt es viele Trails, die auch bergauf echt interessant sind. Und da dachte ich mir, so ein E-Bike wäre schon was Geiles. Felix DH schreibt, es würde ihn mal interessieren, ob ich YouTube mittlerweile als Fulltime-Job mache. Nein, weil ich einfach keinen Cent Geld damit verdiene. Steht es gar nicht zur Debatte. Spektral CF schreibt, welchen Kopfumfang hast du und in welcher Größe hast du den Coron? Mein Kopfumfang sind 56 cm und ich habe den Coron und den POC Tektal jeweils in M gekauft. So Leute, mein Mund ist trocken, mein Kaffee ist leer, deswegen würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, ihr kennt das Ganze. Wenn ihr noch Fragen habt, die nicht beantwortet wurden, dann schickt sie mir gerne oder schreibt sie mir in die Kommentare zu diesem Video. In dem nächsten Frag Flo werde ich mich darum kümmern. Wir sehen uns das nächste Mal wieder auf dem Trail. Bis dann, macht's gut, ciao.